Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5. Ja, heute mal ein Special Part, denn heute dreht sich alles rund um das Thema Altruistenkult. Dabei handelt es sich nämlich um eine Sekte, ähnlich wie Children of the Mountain und Epsilon. Und ich werde euch in dem Video zeigen, wie ihr den Erfolg bzw. die Trophäe Akolyth der Altruisten bekommt. Und ich werde euch auch noch zeigen, wie man ein verstecktes Zufallsereignis freischalten kann. Der Altruisten. Und wenn wir das dann geschafft haben, zeige ich euch noch ein weiteres Zufallsereignis, was jetzt nichts Besonderes ist, aber es passt halt thematisch auch rein, weil da auch die Altruisten dran beteiligt sind. Und ganz zum Schluss stöbern wir nochmal auf der Internetseite der Altruisten herum und schauen mal, was es da so zu entdecken gibt. Das ist soweit der Fahrplan. Dann erkläre ich euch einmal, wie man die Trophäe bzw. den Erfolg bekommt. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst auf jeden Fall mit Trevor spielen, weil es geht weder mit Franklin noch mit Michael. Und dann gibt es gewisse Zufallsereignisse, die man dafür benötigt. Da gibt es insgesamt, glaube ich, 10 Stück und 6 eignen sich besonders gut dafür. Denn das sind Zufallsereignisse, wo man gewisse Personen zu gewissen Zielorten fahren muss. Und anstatt dass man das macht, fährt man die Leute dann halt in das Altruistencamp und opfert sie da halt. Ich glaube, die Altruisten sind so kannibalisch veranlagt, die werden die also verspeisen. Und ja, deswegen ist das Wort Opfern eigentlich ziemlich passend in diesem Fall. Und es gibt da eben 6 Zufallsereignisse, die sich besonders gut dafür eignen, weil sie keine nennenswerte Belohnung enthalten, wenn man den Leuten hilft. Und ich habe euch die mal auf der Karte markiert und da müsst ihr ein einziges Zufallsereignis eben für opfern und dann bekommt ihr auch schon diese Trophäe bzw. den Erfolg. Wenn ihr jetzt das Zufallsereignis freischalten wollt, dann müsst ihr insgesamt 4 Zufallsereignisse nehmen. Und dann wird die automatisch freigeschaltet. Also da muss man dann gar nichts mehr machen. Das passiert dann völlig automatisch, aber man muss halt 4 Zufallsereignisse noch übrig haben. Ansonsten wird das hier leider nicht mehr möglich sein. Und ich habe euch die 6 Stück, die man verschmerzen kann, weil man da keine großartige Belohnung bekommt, mal auf der Karte markiert. Das ist hier zum einen Anhalter 3. Deswegen stehe ich hier auch schon in der Nähe. Da werden wir uns gleich mal hinbegeben. Dann gibt es hier Anhalter 4. Hier gibt es Entführung. Und hier gibt es noch Flucht vor den Paparazzi. Das sind jetzt die 4, die ich im Video nutzen werde. Es gibt noch 2 andere, die sich auch noch sehr eignen dafür. Das ist einmal Betrunkenen-Taxi 1. Habe ich leider schon gemacht, aber falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, könnt ihr das hier finden, das Zufallsereignis. Und dann hat man hier noch Betrunkenen-Taxi 2, ist nämlich hier. Also hier bei Trevors Unterschlupf in der Nähe. Genau, das sind auf jeden Fall die 6, die sich dafür eignen. Man kann unter anderem auch noch Fluchtfahrer machen, also da, wo man Packy McGreary bekommt. Aber, ja, das ist ein ultimativer Schütze, den sollte man auf jeden Fall nicht dafür opfern. Und dementsprechend würde ich das halt auch nicht empfehlen. Warum schaltet man das überhaupt frei? Hat man da überhaupt irgendeinen nennenswerten Nutzen? Man bekommt halt $100.000. Das kann ich euch ja schon mal vorwegnehmen. Dann könnt ihr ja selber abwägen, ob euch das wert wäre, solche Charaktere zu opfern dafür. Ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen, aber das müsst ihr halt dann irgendwie auch selber wissen. Wenn ihr jetzt nicht sicher seid, welche Zufallsereignisse ihr bereits gemacht habt, dann könnt ihr auf der Social Club Checkliste nachschauen. Und ja, wenn die dann noch ausgegraut sind, habt ihr sie noch nicht gemacht. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal zum ersten Zufallsereignis in diesem Video. Ich hoffe, das ploppt jetzt auch auf, weil, naja, es kann halt auch mal sein, dass die nicht aktiviert werden, die Zufallsereignisse. Dann muss man halt später nochmal wiederkommen. Ich hoffe nur, dass das jetzt hier... Ja, genau, es ploppt auf. I just need a ride. What's wrong with all you guys? Sie will doch nur eine Mitfahrgelegenheit. Da würde ich mal sagen, halten wir doch mal an hier. Hallo. Hey, got room for one more? No, I think there's room for a little one. Steig mal ein. So, big favor. Can you take me to the top of Vinewood Hills by the sign? Ja, okay. Ich lese das jetzt einmal mit euch nochmal zusammen durch. Und zwar, ab und zu kann Trevor zufällige Fahrgäste zum Altruistenkult bringen. Du findest ihn bei A. Genau, das ist nämlich das. Und das passiert nur, wenn man das mit Trevor macht. Ansonsten würde es gar nicht angezeigt werden.
So. Da haben wir das Altruistencamp. Das nehmen wir jetzt als Zielort. Das hier wäre der normale Zielort. Aber da fahren wir jetzt natürlich nicht hin. Und ich würde das jetzt einmal mit euch machen, da einmal hinfahren, um auch den Dialog mitzunehmen. This is so sweet of you. I was starting to think no one was going to stop. Short dress, boots, vulnerable but playful demeanor. What more does a girl have to do these days? You cast out this kind of bait, you'd expect at least a couple of old sharks to come sniffing, but along you came. Thank God. Less of the old, please. I'm in the prime of my life. Just promise me you're not going to wear my skin or imprison me in a crawl space for 20 years? Joke. Kind of. You're cool, right? Sorry, I'm coming down. I've been partying like a biatch. Miss me! Yesterday was a blizzard, man. I don't even remember getting out of bed, let alone going to bed. Good times. Okay. And what's on top of the Vinewood Hills? I'm going to see my man. He's a security guard at the broadcast tower right behind the famous Vinewood sign. He's been stressed out, really working long hours, so I thought I'd surprise the big lug. We haven't seen each other for like a week. Or maybe it's 2. I don't know. Crazy how time flies. Wait, that's my phone. Speak of the devil. Speak of the devil. Hey, sweetie, I was just talking about you. To this guy who was nice enough to give me a ride. No, not like that. I'm pitching back into town. Yeah, I know what happened last time, but I'm pretty sure this guy is okay. I ran out of money or I would have gotten a cab. Yes, all the $1,000 you gave me, what's the big deal? I said I'd pay you back. I'm sorry, okay? My phone was out of juice. I only just got it charged. I was staying at a friend's at Sandy Shores. You know, Brianna or Susie. No, I haven't spoken to him in weeks. This is just some random guy, I swear. Calm down, babe. Look, would you tell him? Are you talking to me? Yes, tell him you're not a guy called Brian, you're just some random guy. What? Just shout it. I'm just some random guy not called Brian. There, babe, you believe me now? Babe! Babe! Shit, he hung up on me. Sorry about that. So, on a scale of 1 to 10, how well do you think that went? He'll be fine when I surprise him. Probably just having a bad day. He can never stay mad at me for long. Opposites attract, you know. He's the serious, responsible, pay your bills, save for the future type, and I'm the sexy, bohemian, go off for days and do X in the middle of the desert type. I'm young. I'm still exploring my mind, discovering who I am. He knows I'll come back. When you run out of money. Whoa there, random guy. Less of the judging. Are you sure this is the right way? I am absolutely positive I am taking you where you need to go. Don't tell me. Brian? What? No, just one of my girlfriends. Look. Hey, listen, I'm 99% sure the Vinewood sign is not on this hill. Trust me, it's just on the other side. I hope you're right, because this is weirding me out now. Look, I'm seriously flagging now. I'm going to rest my eyes for a few minutes if that's cool. See if I can power nap my way into a second wind. So, broadcast tower behind the Vinewood sign, I think it's Mount Hunt Drive. Just holler when we get there. You're the best. And don't touch me or anything, okay? Can't promise anything. I jest, of course. You're horrible. Ja, mach ruhig die Augen zu. Genieß noch deine letzten Augenblicke. Und dann, ja, kannst du dich selber entdecken bei den Altruisten. Ich wünsche dir viel Spaß. Hail, fella! What do you got? What do you got? I heard you're interested in taking care of some lost travelers for a price. And so it is, and so it is. Leave the body, take the gold. Come on! Move! Move! Come on! Come on! Ja, das Leben ist nicht fair. Akolyth der Altruisten, genau. Das wäre dann die Trophäe, beziehungsweise der Erfolg. Oder halt das Steam Achievement, wie auch immer. Und dann kriegt man immer $1.000. Und das Ganze muss man jetzt noch 3-mal wiederholen. Und dann schaltet man eben dieses zufällige Ereignis frei, der Altruisten. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Und wie ihr eben auch
gehört habt oder auch lesen konntet, es gibt halt auch extra Dialoge, die man nur bekommt, wenn man die Charaktere eben hier hinfährt. Dass die halt sowas anmerken wie bist du sicher, dass das der richtige Weg ist und sowas. Ich finde das eigentlich ziemlich lustig. Auch wenn das für die Dame da jetzt absolut nicht lustig ist, was mit ihr passieren wird. Aber das Leben ist nun mal nicht fair. So, dann würde ich sagen, geht es auf zum nächsten Zufallsereignis. So, ich bin jetzt gleich beim nächsten Zufallsereignis. Und zwar ist es Entführung. Ich wollte eigentlich Anhalter Nummer 4 machen, aber das ist irgendwie nicht aufgeploppt. Und deswegen muss ich jetzt halt ein anderes erstmal machen. Ja, das war jetzt so nicht geplant. Ich hoffe, es springt jetzt hier an. Das wäre schön. Da ist es. Ich habe das nämlich eben schon mal gemacht, muss ich euch mal sagen. Oh, these goddamn bikers again! Nein! Keine Haftbombe! Mein Gott! Let's go! So, die muss man nämlich erstmal erledigen. Dumbass! So. Und jetzt haben wir sie quasi gerettet. Okay, miss, they won't be causing you any more problems! Oh, thank God. I don't even want to think about what they have done to me. I got no money, no phone, nothing. Could you give me a ride? Ja, kann ich. Ich muss euch eben mal was dazu erzählen. Ich habe es eben schon mal versucht zu machen, weil Anhalter Nummer 4 auch eben nicht angesprungen ist. Und dann habe ich halt gedacht, gut, dann mache ich halt Entführung. Und sie ist leider gestorben, weil man wird da halt nochmal angegriffen von den Bikern. Und sie hat sich dummerweise hinten draufgesetzt. I think I can manage that. Come on. Okay, I've got friends on Inasena Road in Chumash. I should be safe there. Er hat sich leider hinten draufgesetzt auf Trevors Auto. Und da war sie natürlich ein leichtes Ziel. Deswegen nehme ich mal diesmal diesen Transport und hoffe, das geht damit besser. Thank you so much for stepping in. I know what those guys are like. They'd have killed me for sure. Anytime. Even if they hadn't been trying to kidnap you, I'd have probably killed them all anyway. Me and the Lost aren't the best of friends. So, you knew those creeps. You know, for as long as I can remember, the Lost was my life. I was committed. And until you've been with a fat, hairy, middle-aged guy who hasn't changed his leathers in a week, you don't know the meaning of commitment. You know what I mean? And then all the partying just started to take its toll. Feeling down all the time, missing my family. Anyway, I decided to get out, clean myself up, get into treatment. And a couple shrink sessions in, guess what? Turns out getting passed around like a piece of meat by older men doesn't give me self-esteem after all. It's sick. I was too far in, too gone to see what a victim I'd become. You know, the problem is, you don't just leave the Lost. You're locked in. It's worse than religion or cable TV subscription, whatever. You know, they never stop coming after you. Well, this has certainly renewed my already significant hatred for the Lost Biker Gang. Genau. Das ist neue Nahrung für seinen Hass. Und sie ist jetzt hier die Nahrung für die Altruisten. Da schließt sich der Kreis. Nee. Why the hell would you get involved with those punks in the first place? It was exciting at the beginning. Tough guys, money, drugs. I guess I was just another rebellious young girl who wanted to get back at her parents. But instead of dating an older guy for a week like the rest of my friends, I end up rolling with a gang of older guys for like 10 years. Fuck, I am so naive. Well, it'll be my pleasure to deal with every last one of those guys for you. You have my word on that. And why did I get lost? Tattooed on my stomach. So stupid. It'll cost a fortune to laser that off. Out of context, it's like I'm trying to make some kind of existential statement. The people in my group therapy think I'm really pretentious. Can you believe that? Me, pretentious. Some guy joked he was gonna get lonely tattooed on his chest the other day. Guess what? You are lonely, loser. Ja, weiß nicht, warum du dir das auf dem Bauch hast tätowieren lassen. Vielleicht, weil du einfach lost warst? Keine Ahnung.
Okay, sorry, I gotta take this. Hey, baby, I went bad, real bad, but I'm okay. Yeah, don't worry, I got the money. Look, meet me at Dara's place in Chumash. What was that all about? Nothing, just a friend. Can you believe those guys back there? As sick as it gets. Also sie wird wahrscheinlich bald auch anmerken, dass das wohl nicht der ganz richtige Weg ist. Ich warte eigentlich nur noch darauf. Sollten aber eigentlich auch gleich da sein. Also es wäre blöd, dass einem das nicht angezeigt wird wegen dem anderen Zielort. Würde jetzt gerne wissen, wie weit es noch ist. Oh, no, there's more. They're coming after us. Get rid of them. Screw you, assholes! Screw you! Okay, da muss ich jetzt mal... Das hat ziemlich lange gedauert, der Angriff jetzt, diesmal. Okay. Haben wir sie, oder? Da kommen sie nochmal. Okay. Ich hab's unter Kontrolle dieses Mal, weil diesmal wusste ich auch, dass sie nochmal angreifen. Let's just get out of here before any more of my uncles show up. Whoa, uncles? What? I mean animals! God, before any more of those animals show up. I think I'm still in shock. You said uncles. Okay, yeah, they were my uncles, so what? Your uncles passed you around like a piece of meat? No, asshole, they raised me. Look, I took some money, okay? What does it matter? Stop asking me all these questions. Doesn't matter. I'm impressed. That's all. This really has been win-win all around. Ja, auf jeden Fall. Bin sehr beeindruckt. Also hat sie hintergangen quasi, weil sie Geld mitgenommen hat. Und deswegen wollen sie ihr jetzt ans Leder. Dear. Oder sie zumindest zurückbringen. Ja gut. Jetzt solltest du aber gleich mal auf die Idee kommen, dass das vielleicht nicht so dein eigentlicher Zielort ist. Du könntest es ja mal erwähnen. Naja. Aber diesmal war ich gut vorbereitet. Ich wusste, die Typen werden kommen. Und deswegen... Diesmal habe ich auch das andere Auto. Und sie sitzt diesmal vorne und nicht hinten auf dem Wagen von Trevor. Da hatte sie auch im Endeffekt keine Chance. Also das war dann auch klar, dass sie irgendwie stirbt. Aber ich wusste halt nicht, dass dann auch Leute kommen werden und einen jagen werden. Das wusste ich nicht. Where are we? This is nowhere near Chumash. Yeah, I always take this route. Less traffic. I know these streets like the back of my hand. Genau. Trevor könnte auch Taxifahrer werden. Der hat so eine gute Ortskenntnis. Da kannst du noch was lernen. So, ich wünsche dir viel Spaß. Das ist wie in einem Vergnügungspark. Das ist wie Heidepark. Du wirst da auf jeden Fall deinen Spaß haben. I come bearing more gifts. You're good to us, fella. So you keep saying. Move! Someone has been brought. It is a sign. Das ist es auf jeden Fall. Okay, dann mal auf zum nächsten Zufallsereignis. So, ich bin jetzt gleich beim nächsten Zufallsereignis. Diesmal ist es Flucht vor den Paparazzi. Und ich hoffe, dass sie da ist. Und woher ich weiß, dass es eine sie ist, naja, ich habe es eben schon mal versucht und habe es nicht geschafft. Ich habe nämlich die Paparazzi getötet, die einen verfolgen. Und das darf man scheinbar nicht. Das wusste ich aber nicht. Diesmal werde ich es nicht machen. Hey, you! Get over here! Can you give me a ride past them, please? I'm hardly wearing any makeup! Well, come on then. Hop in. Hey, there she is. Oh shit, here they come! Go, go, go! Lose them! Oh, this is a disaster! I'm so fucking fat! Oh my god, they cannot get a shot of me! How's my hair? Do I look cute? Do I look like the hair advice person? Nicht wirklich. Trevor ist da vielleicht wirklich der falsche These Ansprechpartner. are some eager beavers. What the hell did you do? I'm really famous! I didn't do anything! This is my average commute!
So, who are you anyway? Who am I? Hello? Take another look. Ja, take ich. Nachdem ich schon mal hier in diese Richtung fahre Reality zumindest. whore? Polygamist with 9 babies? I really don't give a shit. How out of touch are you? I'm Lacey Jonas. I am the third most bankable actress/singer in Vinewood. Means nothing to me, Sweet Pea. I'm more of an impotent rage guy. Oh, that is so lame. Hey, it's normal for adult males to find me very appealing. Looks like we lost them. Oh, thank God. Ja, thank God. Now, would you be a total sweetheart and give me a ride back to the hills? What a day! What, am I your chauffeur now? Oh, pretty please, I can't walk home! Most men would kill for this opportunity. My pleasure, oh famous one. Those vultures looked like they'd have torn the meat from your bones, if you had any meat to tear. Ugh, please. I'm such a fat little piggy right now. Ugh, too many french fries. I mean, I mostly just suck on them and spit them into a bucket, but that's still probably like 100 calories. The media love their little Macy Jonas jokes. All that, she's a skeleton, give that girl a sandwich. Lameness. Whatever, I bet they're all total hippos. When I get home, I'm like totally gonna sack all my personal trainers. Da hast du ja einiges vor. Ob du dazu noch kommen wirst, das bezweifle ich aber. What I'd give to have a normal life for one day. Is that right? Fascinating. No way! Are you kidding me? Doing laundry and shampooing my own hair? Ugh, horrendous. No, thank you. I mean, do you have any idea how much money I spent on losing my regional accent? I had to cut all ties with my family. Not because I didn't love them, but because the thought of their lame lives was breaking me down spiritually. You know what I mean? You would really not believe how difficult it is being a celebrity sometimes. Oh yeah, no, oh it must be so tough, like, I can't even imagine. I think the problem is sometimes they love me too much. My publicist told me if you put all my fans together, they'd fill the country of Africa, wherever that is. I had this obsessed fan last year who kept sending me photos of his junk. Then when I didn't reply, he sent me his actual junk in a box, all dried up. It looked like a spring roll. I mean, seriously, how insane is that? And did you know my gynecologist autobiography was the top-selling fiction and nonfiction book of 2010? Totally insane, right? Oh, totally. It sucks. They're always comparing me to Poppy Mitchell when she's such a diva. I'm way more into making a difference than she is. If I wasn't in entertainment, I'd totally be a doctor or a lawyer. It's so important to me to stay grounded and connect with real people, you know? That's the only way you truly grow as an artist. Literally, nobody tests higher than me on relatability. I mean, you can tell I'm so girl next door, right? Are you listening to me? Oh, I'm hanging on your every word. Ja, Top of the food chain! habe ich jetzt nicht wirklich, aber In China, I always travel with lookalikes. I find the language so scary. All those letters look like tattoos. Oh, my people just explained taxes to me? Crazy! I thought they got rid of those in medieval times. Ew, my palms are so sweaty. Oh, that injection must be wearing off. Oh, did I tell you about my new underwear line? Lacy. Isn't that totally genius? Tell you what, why don't you hold that thought? Say, until we get there. Sure, totally. Whatever. na endlich. Zum Glück sind wir jetzt auch gleich da. Also, ich weiß nicht. Sie redet von geerdet und so weiter, aber so wie sie sich hier präsentiert, das ist... Da sage ich ganz ehrlich, da tut mir das nicht wirklich leid, sie hier abzuliefern. Es ist, wie es ist. I come bearing more gifts.
Good to us, fella. So you keep saying. Move! Someone has been brought. It is a sign. It is a sign. Okay. Dann mal auf zum letzten Zufallsereignis. So, ich bin jetzt gleich bei Anhalter Nummer 4. Nur hoffe ich, dass Anhalter Nummer 4 dann auch wirklich mal da ist, was jetzt die letzten Male nicht der Fall gewesen ist. Ich war jetzt auch schon im Verstecken ein paar Mal speichern. Und ich hoffe mal einfach, dass es jetzt langsam aber sicher mal auftaucht hier. Weil sonst gehen mir langsam die Ideen aus. Ah. Endlich. Can you please give me a ride? I can't do it. I can't marry him. Okay, steig ein. In that case, jump on board. Just get me out of here, please. I live in Vinewood Hills, Campbell Hill Drive. Okay. Habe ich verstanden? Oh God, thank you so much. I was starting to think nobody was going to stop. People see a girl screaming in a wedding dress and they assume crazy. He's the crazy one, not me. Talk about anger issues. No, I couldn't go through with it. I'm not ready. Ugh, just the thought of waking up next to that caveman every morning for the rest of my life, ugh, it gives me hives. Oh my God, no, I think that's him. He's coming after me. What the hell do you think you're doing? Leave me alone! I'm done with you! You're done when I say you're done. Get me away from him, please! I can't go back there! Ah, young love. It's a beautiful thing. It's over! There's nothing you can do about it! That dress makes you look fat. You were always out of my league. Ich frage mich ja, wie man das hier noch verstehen kann, wenn der in seinem Auto hier gefühlt 50 Meter weit weg irgendwas ruft. Es ist mir ein Rätsel, aber... Why don't you marry one of your douchebag friends? Screw you. This guy here, this is... Look out! This is a real man! Think of all the alimony I've saved you! Liefern wir gleich vielleicht beide ab? Every time we had sex, I wanted to vomit! Das wäre auf jeden Fall ziemlich witzig, wenn das jetzt so... Everyone said you were a psycho hose beast. You're a little boy in a man's body with a little boy's... Watch it! Little boy's dick! Wo ist er denn jetzt? Ach da, fährt er wieder hoch. I never want to see you or your mother again! Nobody embarrasses me in front of my boys. Scheint echt so... Be wearing white, you whore. Es scheint mir echt so, als würden wir beide abliefern. Are you getting the hint yet? I don't want to marry you! Er bleibt aber auch echt immer ein bisschen auf Abstand, ne? Hey, most of the bride. This is weird. Where the hell are we? Bear with me. I know just the place to take your mind off all this. Anything for the bride on her special day. I should never have let it go this far. Oh God, what's my dad going to say? He spent 10 grand just on ice sculptures for the reception. We had these cute little cell phone covers made with our photo on them. It was going to be so fabulous. I can only imagine. Oh God, I hope they don't make me give back the gifts. Ugh, whatever. Anything to be rid of him. And at least I lost all that weight. What did you ever see in that guy? On paper, he was perfect. Rich, successful, the big car, the house in Vinewood Hills. And he was nice to me sometimes, after the rages. I thought I could change him. Are you married? No.
If you can believe it, nobody's snapped me up yet. And I know he did some hooker on his bachelor party, but he just kept smiling and talking about his stupid bro pass. You know, he told me once that infidelity doesn't count out of state. Well, guess who's got the honeymoon tickets? Two can play at that game. I might even get pregnant. I'll have some Greek waiter's baby. See how he likes that. There was no way I was having kids with that Neanderthal. The thought of perpetuating his DNA? Ugh, I couldn't do that to the world. He really let one get away with you, didn't he? You should see his friends. They were all there, hungover, grinning like a bunch of slow kids at a petting zoo. I have never met bigger douchebags in my life. I would literally rather disembowel myself with a jagged piece of glass than play hostess to those morons ever again. And his mother? Of course I could never live up to her, could I? The way he ran around If you're not gonna go anywhere, I will. The way he ran around after her and her prolapse. I seriously think some weird stuff went down with those two. I bet he used to bathe her. Wow, you tell it like it is, don't you? Anyway, I don't want to talk about him anymore. I just want this all to be over. Na, da habe ich doch die richtige Möglichkeit für dich. Beenden wir das Ganze mal. What do you got? What do you got? Just a couple more lonely hitchhikers for you to rehabilitate or whatever. You know, just give me the money, all right? I really don't give a shit. Maybe you should, friend. Come on, move. Whoa, what is this, huh? Come on! Youth, and deceit, eat of the flesh, drink of the blood. We shall be free once more. Altruism, the greatest good, for the greatest generation. We shall boom again. He has come. Hello, Seeker. Hello, Finder. We kneel before you. We prostrate our continuing youth and vigor at this altar that has been sent to us. Hello, Finder. Prepare to be made pure. Purity is everything. Pure flesh, pure blood, purity. Master, look! Kill him and make him pure. Ich lasse mich nicht pure machen. Leute. Okay. Los geht's. Ich weiß zwar nicht, warum der Fahrenskill jetzt gestiegen ist. Wobei ich glaube, es hat mit ihr zu tun. Oh, you freaks! See? Mein Gott, jetzt geht's rund hier. His generation! Oh Gott, das sind ganz schön viele. Make him pure! Ihr macht mich nicht rein. Ihr werdet es nicht schaffen. Careful! Don't give yourself a hernia! Kurz nachladen. The new boom will not be televised! Stop trying to relive the 60s! It's over! Kurz warten, kurz warten. We'll leave you with Okay. nothing! Ach was. We will not cede to the young! I'm doing history a favor! Der nächste. We are too many! You cannot retire us all! His generation is already irrelevant! Okay. This is how they repay us? Ich nutze übrigens die Fähigkeit absichtlich nicht, damit ich die Dialoge hier alle mitnehme. Nur damit ihr euch nicht wundert. Ach, da oben ist einer. Mein Gott, da hast du dich aber gut verschanzt. So. Noch irgendwelche Leute hier, oder was? Wo ist er? Hinter dem Haus, oder was? Na, dann gehen wir da auch nochmal gucken. Wir wollen ja keinen übrig lassen hier. So. Sehr schön. Jetzt nochmal 2. Irgendwo hier sind noch 2. Da ist der nächste. So. Einer noch über, oder? So, 101. Show me what you got. Oder auch nicht. Lass dich einfach killen von mir. Das ist mir viel lieber. Wo ist er denn jetzt?
Und tschüss. Lebt er noch oder ist er tot? Altruisten erledigt. Ja, und das war das Zufallsereignis. Ich glaube, das hieß jetzt irgendwie so Flucht aus dem Altruistenlager oder so. Aber wir sind ja noch nicht fertig, denn ich habe gehört, hier soll es 4 Geldkoffer geben. Mit insgesamt 100.000 $. Aber ich weiß nicht, wo die liegen. Da habe ich mich nicht informiert. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen auf die Suche gehen. Hier haben wir schon mal den ersten Koffer. Ich dachte mir, es wäre ganz lustig, das mit euch zusammen zu suchen. Wird wahrscheinlich jetzt nicht so dramatisch sein, aber zumindest muss ich mich hier ein bisschen umschauen. Und Waffen sollen hier wohl auch noch irgendwo liegen, aber die sollen wohl respawnen. Also da wäre es nicht so schlimm, wenn ich welche verpassen sollte. Ist hier irgendwas? Hier ist auch nichts. Ich werde die schon irgendwie finden, die Koffer. Keine Sorge. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht allzu lange dauert, weil wir haben ja noch mehr vor in dieser Folge. Nummer 2. Okay. Da könnte ich mir Nummer 3 vorstellen. Oh, eine Schutzweste. Eine Panzerfaust. Noch mehr Waffen. Aber kein Koffer. Ich will den Koffer haben. Was interessieren mich die Waffen? Ich meine, die nehme ich auch gerne mit, aber am liebsten die Koffer. 50.000 haben wir bisher, also 25.000 pro Koffer. 2 Stück fehlen noch. Bloß, wo sind die? Kann man hier auch in die Scheune? Nö, kann man nicht. Okay. Wo ist denn noch ein Koffer? Wenn ich das wüsste. Also wenn das jetzt zu lange dauert, würde ich natürlich einen Schnitt machen. Aber ist doch eigentlich ganz cool, hier mal das Lager so ein bisschen zu erkunden. Noch ein. Einer fehlt noch. Da vielleicht? In dem Aussichtsturm? Nee, das ist ein Medikit, aber das kann man ja auch gerne mal mitnehmen. So, Medikit. Ja, komm, brauchst du nicht. Ja, okay, Trevor. Wenn du möchtest, dann kletter halt die Leiter auch wieder runter. Hättest du auch runterspringen können. Aber, naja. Der Trevor ist ja immer so ein bisschen eigen, das wissen wir mittlerweile. So, dann gehe ich hier mal hoch, weil hier oben könnte ich es mir halt auch vorstellen. Oder hier muss doch irgendwas oben auf dem Turm sein, also irgendwas muss doch hier sein, oder? Was zum Fick war das denn? Alter, wenn ich jetzt gestorben wäre, ne? Wenn ich jetzt daran gestorben wäre. Alter Finn, hätte ich mich aufgeregt. Wie unnötig wäre das denn bitte gewesen? Meine Fresse, ey. So, nicht hier wieder rausfallen. Ganz vorsichtig, weil ich kann mir vorstellen, dass hier oben auch ein Koffer ist. Nö, hier ist einfach gar nichts. Hier ist einfach gar nichts. Aber von hier oben sehe ich vielleicht den Koffer irgendwo blinken. Da. Da blinkt es in der Ecke. Seht ihr das? Es hat also doch was gebracht, hier hoch zu klettern. Versuche ich mir jetzt hier gerade irgendwie einzureden. Aber im Endeffekt habe ich einfach Zeit verschwendet. Ist doch da vorne. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur eine kugelsichere Weste, sondern wirklich der letzte Koffer. Es ist der letzte... Nee, es ist schon wieder eine Weste. Mann! Was ein Troll vom Game. Ich war mir sicher, das ist der Koffer. Jetzt muss ich noch weiter suchen. Wo haben wir den letzten Koffer? Und warum bist du nackt? Warum ist er nackt? Fragen über Fragen. So, komm, wir wollen auch noch ein weiteres Zufallsereignis machen. Also, es wird wahrscheinlich nicht so lang sein, aber trotzdem. Und dann wollen wir auch noch auf die Internetseite gehen. Also, wir haben schon noch ein bisschen was vor, aber ich will den Koffer finden. Wo haben wir den Koffer? Mann. Hier vielleicht hoch? Das sieht so verdächtig aus. Hier vielleicht irgendwo? Nee. Weiß ich nicht. Vielleicht hier rauf? Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber ich wollte mich da echt nicht spoilern lassen, weil das ist ja echt lame dann. Hier irgendwo hier ein Koffer? Also ich hätte es mir vorstellen können, also wirklich, aber auch nicht. Auch nicht. Ich bin wahrscheinlich schon 10-mal dran vorbeigelaufen und ihr regt euch schon alle drüber auf, oder? Wahrscheinlich ist es so. So wie immer eigentlich.
Aber ich weiß doch auch nicht. Da? Das sieht doch gut aus. Ja, hier. Hab ihn. So, wir haben 100.000 erbeutet. Mehr kriegt man hier nicht. Und ja, damit haben wir das hier leer geräumt. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, mache ich einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns bei dem anderen Altruisten-Zufallsereignis wieder. Bis gleich. Ich nehme euch jetzt doch nochmal mit, weil mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier nicht schnell speichern kann. Heißt das, die Mission ist noch am Laufen? Oder vielleicht passiert ja jetzt noch irgendwas? Ich gehe mal hier raus. Schließe ich dann das Tor, oder? Kann immer noch nicht schnell speichern. Muss ich mich jetzt hier vielleicht erstmal entfernen oder so? Geht das jetzt? Nee, das geht immer noch nicht. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich nicht mehr schnell speichern? Würde mir das mal jemand verraten? Jetzt. Ah, okay. Ich möchte jetzt noch einmal gucken, ob das Tor jetzt zu ist. Ob man da vielleicht noch mal rein kann, weil eigentlich ja schon, ne? Sonst könnte man ja von außen auch irgendwie sicherlich reinkommen. Oder man schlägt das Tor halt einfach auf. Es müsste... Oh, es ist schon offen. Okay. Ah, okay. Ja, okay, jetzt kann ich hier speichern. Alles klar. Ja, das wollte ich nur nochmal austesten, weil ich weiß ja, ich wusste es halt nicht, was jetzt passiert. Deswegen ist das ja auch mal interessant, sowas einfach mal auszutesten. Also könnte man theoretisch hier immer wiederkehren und die Waffen immer wieder aufsammeln. Die Koffer respawnen aber leider nicht. Also das wäre natürlich schön gewesen, aber nee. Ja, dort befindet sich das Zufallsereignis Altruisten-Überfall. Und wie ich jetzt erfahren habe, kann man das scheinbar nur mit Michael oder Franklin machen. Deswegen habe ich jetzt mal auf Michael geswitcht. Warum das mit Trevor nicht geht, erschließt sich mir noch nicht so wirklich. Also keine Ahnung. Ich war da aber auf jeden Fall mit Trevor und da ist nichts passiert. Also gehe ich mal jetzt davon aus, dass das stimmt. We will not retire. Never! Your generation will sustain us for eternity! Don't touch me, you freak! Just... You make me wanna puke. Oh, thank God. That was so awful. Did you hear what they were saying to me? Would you give me a ride home? I don't want to walk back on my own. Yeah, sure, come on. We don't want you to run into any more crazed senior citizens. Thank you. I'm staying just off Sonora Road by the Redwood Lights track. So what the hell was that? Who were those guys? I've no idea. I was just talking to a friend on my cell phone when I heard them behind me, yelling about the Industrial Revolution and the internet. At first I thought, oh, a couple of senile old-timers must have wandered out of the nursing home. So I'm like, did you get lost? Look out! Is there anyone I can call? Then they start really shouting at me how I'm dead wood, that I've failed as a generation. And next thing you know, they've got me pinned down on the ground. Terrifying. It was so disgusting. They stink like spoiled ham, crispy hands all over me, ranting about how technology is evil. Except they were in a car. Exactly. I'm thinking maybe they're like those weird religious folks who live out east that you see on MeTV, who publicly reject modern life but secretly drive to the farmer's market in a pickup and Era sneakers. Rejecting television by being on television. Right. But then they start going on about a manifesto wanting to drink my blood, and I realize that this is something way more sinister. Some kind of freaky baby boomer cult. So weird. They kept saying that youth is wasted on me, that I've ruined society. Which is interesting, considering they're the worst generation in the history of the world. I know, right? The generation before them survived the Great Depression, fought the Second World War, and built America to greatness. Then they stepped in and fucked it all up for everybody. Oh, wait. Sorry, were you joking? You're not a baby boomer, are you? No! I'm 100% Gen X. Haven't you picked up on how bitter and cynical I am? Okay, just thought I'd check. Nowhere near a true boomer. Anyway, I'm exhausted.
I don't want to talk about it anymore. I just want to get the thought of heavily armed, barely clothed senior citizens out of my mind. Das wird schwer. Ob dir das jemals gelingen wird, keine Ahnung. Die werden dich bis in deine Träume verfolgen. Vielleicht solltest du mal mit Dr. Friedlander sprechen. Der könnte dir vielleicht helfen. Ja gut. Naja gut, vielleicht macht es doch Sinn, dass es nur mit Michael und Franklin möglich ist, weil, naja, so konnte Michael sagen, hier, was sind das für Typen und so, und Trevor hätte halt Bescheid gewusst, so, also, na, macht vielleicht doch Sinn. Here we are. Thank you so much. I don't know what would have happened if you hadn't come along. Ja, wer weiß, was da passiert wäre. Also man hat ja gesehen, was passiert ist. Also, ja, Michael war auf jeden Fall zur Stelle. Eine gute Tat am Tag. Auf jeden Fall. Und jetzt, naja, Trevor hat eher das Gegenteil heute gemacht in dieser Folge. Aber so ist das halt manchmal in GTA, ne? Das Leben ist nicht fair. So, ich werde jetzt hier irgendwo an ein stilles Örtchen fahren. Und mich dann auf die Karre stellen. Nicht, dass hier irgendwie ein Tiger oder so kommt und uns auffressen möchte. Und dann werden wir das machen, was ich am Anfang schon angekündigt habe. Ich möchte einen Blick auf die Internetseite der Altruisten werfen. Einfach mal gucken, was da so steht und so. Ich weiß gar nicht, wie man die Seite jetzt findet. Ich gebe mal einfach Altruist ein und hoffe, die kommt dann. Cultstoppers. Was ist das denn für eine Seite? Hat das irgendwas damit zu tun? Wir gehen erstmal auf die Altruistsunite.com Seite. Guck mal, was da so... Das sieht mir jetzt sehr merkwürdig aus. The Altruists. Ja, das ist dann natürlich... Also... Ich weiß nicht, ob das irgendeine Art Code ist oder sowas, aber ich kann es auf jeden Fall nicht entschlüsseln jetzt hier gerade. Kann man das hier irgendwie... Nö, aber das Logo ist zumindest cool. Das Logo ist auf jeden Fall... Haben sie cool gestaltet. Also deren Marketingabteilung, da sitzen auf jeden Fall fähige Leute, beziehungsweise saßen. Die haben wir ja, glaube ich, alle erledigt. Also sind ja keine mehr über. Aber ja, was ist hier? Cultstoppers? Was ist hier jetzt? Ach, hier stehen alle möglichen... Dinge. Ja. Habe ich jetzt keine Lust, das alles zu übersetzen? Keine Ahnung. Könnt ihr euch ja selber durchlesen einmal. Genau. Das so. Ich habe jetzt gedacht, dass irgendwie auf der Seite irgendwas Interessantes steht. Da steht wahrscheinlich auch irgendwas Interessantes. Aber man kann es halt einfach nicht lesen. Gut. Das war eine relativ kurze Geschichte. Wäre der Text auf Deutsch gewesen, hätte ich das jetzt mit euch noch zusammen durchgelesen. Aber der ist halt auf Englisch. Und das zu übersetzen... Ich meine, ich bin kein Dolmetscher. Und es gibt viele Leute, die besser Englisch können als ich. Auch wenn ich sagen würde, dass ich das meiste schon irgendwie verstehe. Aber das ist mir jetzt deutlich zu viel Arbeit. Und dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder.